Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder eine frisch gepresste Ausgabe für euch. Und zwar gab es dort eine Dame, die nach USA fliegen wollte, nach Washington und dachte, man könnte anstatt einem Pass einen 100er hinlegen, 100 US-Dollar, ja. Dann geht es weiter mit Flugpreisen, die gestiegen sind in einem Prozentbereich, die einem schwindelig werden lassen. 24,9% im Schnitt, aber im Maximum über 40, gerade für Flüge nach Asien oder auch nach Australien. Dann geht es weiter mit einer Hochzeit. MGM und Marriott haben sich gefunden. Das war der Grund der Trennung mit Hyatt. Dann geht es weiter mit den Freunden von Swiss. Die wollen ihre Kurzstrecke auch nicht in irgendeiner Art und Weise stärken, wie es die Lufthansa will. Und wir haben einen Deal-Zone-Deal, nachdem der British Airways Executive Club umsatzbasiert wird. All das in der heutigen Sendung. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen und vor allem ganz wichtig zu kommentieren. Habe ich alle Krümel gemacht? Ja, habe ich. Gerade noch ein Eis gegessen. So, dann wollen wir direkt mal loslegen mit der 100 US-Dollar Geschichte. Die Dame hatte einen Zubringer und auf diesem Zubringer hatte sie wohl ihren Ausweis vergessen. Zumindest sagte sie das, zumindest fühlte sie das. Und dann ist es so gewesen, dass sie gegen 16 Uhr mit dem Flug LH414 nach Washington fliegen wollte. Und wie wir alle wissen, ist das ja München-Washington. Jedoch hat sie den Reisepass nicht so physikalisch dabei gehabt. Und sie erklärte dann dem Beamten, dass sie den auf dem Zubringerflug von Athen verloren hat. Vergessen, was auch immer. Während die Beamten bei der Fluggesellschaft nachgefragt haben, geschaut haben, ob man irgendwie da drankommt, hat die Dame einfach mal so einen Schmusen-Huni-Dollarschein rübergeschoben mit den Worten wahrscheinlich, ich kann es nicht sagen, weil das Ergebnis war, um die Kontrolle zu umgehen und dass man dann diese fehlenden Dokumente ignoriert. Ich weiß jetzt auch nicht, wie das in den USA angekommen wäre und am Gate wird am Gate nicht auch nochmal kontrolliert. Aber auf jeden Fall ist es so, dass die Dame eigentlich dann weitergegangen wäre, aber nö, das war dann so. Und der Polizist hat es nicht angenommen. Er ist da ganz steif geblieben und hat dann den Schein Schmus wieder zurückgeschoben. Abgesehen davon sind ja, glaube ich, auch Kameras da und so weiter. Also insofern wäre das ein Problem gewesen. Die Dame hat 1000 Euro zahlen müssen. Das ist das Geld, was sie aufbringen musste, weil das nennt sich dann irgendwie so als Hinterlegung für die zu erwartende Strafe. Heißt also im Prinzip, weil es ist eine Sicherheitsleistung für die Strafanzeige. Dann ist der Reisepass natürlich nicht aufgetaucht, der Flieger ist ohne sie geflogen, die Dame musste dann zu dem US-Konsulat, was ja Gott sei Dank in München ist, und da musste man dann neue Dokumente besorgen. Was haltet ihr von so einer Geschichte? Wie macht ihr das? Ein Kumpel von mir, Oliver B., Name darf ich nicht nennen, sein Vater hat wohl, ja, wie soll man das sagen, den italienischen Sportwagen zum Beispiel gefrönt, Ferrari und wie sie alle heißen, Bauunternehmer seines Zeichens. Und er hatte, und das war noch zu D-Mark-Zeiten, den großen braunen 1000-Mark-Schein in seinem Führerschein. Er hatte diesen grauen Führerschein, das ist das Nachkriegsmodell, den kennt ihr ja alle gar nicht mehr.
Und wenn der Polizist den aufgemacht hat, soll es wohl vorgekommen sein, dass er den Schein, obwohl er zu schnell gefahren ist, quasi behalten durfte, aber nicht den 1000-Mark-Schein, der war weg. Oder die andere Variante, die er hatte, er hat zu Weihnachten, glaube ich, und zu besonderen Anlässen an seine Kunde, hat er irgendeinen Schnaps oder Wein oder sowas ausgegeben. Kann noch mal vorgekommen sein, dass der Kofferraum aufgegangen ist, die Flaschen Wein rausgeholt worden sind, kistenweise zu, und man ihm eine gute Fahrt gewünscht hat. Dieses ist ein Verhalten, was wir in Deutschland nicht mehr machen. Das wollen wir nicht, das geht nicht mehr. Und deshalb ist das von der Amerikanerin natürlich relativ problematisch gewesen. Ich weiß nicht, ob sie das irgendwo gelernt hat. In Athen glaube ich auch nicht, dass das so funktionieren würde. Aber wir kennen ja andere Länder, wo das so geht. Deshalb Hinweis für alle, nicht machen, wird teuer. Und 100, ihr habt ja mit 1000 Mark gesehen, das wären ja heute 500 Euro. Kurse sind alle etwas anders, aber das war ja dann im Bereich von Verkehrsdelikten zu schnell fahren. Das nächste Thema ist auch Geld, und da reden wir auch von Tausenden von Mark oder Euro. Und zwar, die Flugpreise sind um 24,9% im Mittel gestiegen. Das sagt das Statistische Bundesamt. Und in Wiesbaden hat man ganz knallhart nachgerechnet für die Verbraucher und hat gesagt, dass im ersten Halbjahr 2023 die Ticketpreise im Vergleichszeitraum 2022 24,9% billiger waren. Nun gut, die Gründe für Asien und so weiter ist ja klar. Asien war geschlossen. Da gab es Probleme, dass man einreisen konnte. Deshalb war das ein Problem. Aber deshalb hat man jetzt geguckt, dass auch bei Pauschalreisen zum Beispiel 10,2% die Flüge teurer geworden sind. Allgemeine Preisentwicklung ist in dem Zeitraum 7,4% gewesen. Wenn man die Betrachtung der Auslandsflüge der Economy Class sich anguckt, dann gibt es genau diese 42,5% als Maximalwert, wenn man sie mit dem Vorjahreszeitraum 2022 vergleicht. Asien, Australien, 42,5%. Krass, oder? Und auch in Europa ist ein Plus von den Flügen mit 32% knapp. Das ist also relativ krass. Pauschalreisen sind etwas weniger gestiegen. Veranstalter haben bei Inlandszielen ein Plus von 14,5% gehabt. Im Ausland legten vor allem Zielregionen Griechenland und die Balearen mit 13,5% zu. Und im Schnitt ist der Pauschalurlaub im Ausland um 10% teurer geworden. Also die Pauschalreise ist da die Ausnahme, aber Flugpreise 42%. Gestern sind ja die Gehälter um 40% bei den Piloten gestiegen. Vielleicht ist das der normale Preis, den wir uns da gewöhnen müssen und dran gewöhnen müssen, wie das heißt. Insofern harte Zeiten für uns. Die Frage des Tages, die kann ich euch auch noch mal einblenden. Wo haben wir sie denn? Jetzt sehe ich natürlich die Frage des Tages nicht. Ich habe sie wieder zu früh eingeblendet, aber ich kenne sie ja. Und sie ist: Habt ihr Beispiele für Flüge, die teurer geworden sind? Fliegt ihr deshalb weniger? Das wären so interessante Fragen, die man sich in dem Zusammenhang stellt. Gut, nächstes Thema, ne? Ja. Also die Inlandsflüge, dass die teurer werden, ist ja eine klare Sache, weil einfach das Angebot nicht da ist und die Leute da bei dem Thema irgendwie, ja, ich sage jetzt mal, auf einen knallharten Angebotsmangel hinzusteuern. Das heißt, es sind wirklich mehr Leute da, die anscheinend fliegen wollen. Die Flüge sind teuer. Aber die Swiss sagt, nee, wir fliegen nicht. Also wir fliegen nicht mehr, wir werden die Randzeiten nicht stärken. Es wird keine Ausweitungen geben für die Tagesreisen, obwohl es da wieder eine steigende Nachfrage gibt. Heißt also morgens irgendwo hin, abends wieder nach Hause fliegen, ohne zu übernachten. Und das ist ein relatives Problem. Denn Firmen buchen wieder mehr Flüge, die am selben Tag diesen Hin- und Rückflug haben. Ihr wisst ja, dass das relativ teuer ist. Aber die Flüge sind innerhalb Deutschlands weniger geworden. Und der Bedarf ist trotzdem da. Und wir hatten ja mit dem Frank Newe schon mal bei der Lufthansa das Ganze durchgesprochen. Die betriebswirtschaftliche Konsequenz daraus ist ja ganz logisch, dass man das Ganze durchdekliniert und durchschaut. Aber ich verstehe nicht, dass man
auf der einen Seite sagt, man wird es wieder attraktiv machen, die Kurzstrecken und ausrichten. Heißt das, dass sie den 380er auf der Kurzstrecke einsetzen? Wahrscheinlich nicht, die wäre ja bekloppt. Aber dann kommt nämlich direkt wieder die Aussage von den Leuten, die dann auf Twitter antworten mussten, ja, das ist ja wegen Umweltschutz und so weiter. Nee, die haben keine Flugzeuge, die haben keine Besatzung. Das ist das Problem, deshalb bieten sie es einfach nicht an. Wir haben es lange gemacht und besprochen und die Swiss ist leider genauso. Kannst du leider nichts machen. Ist ein Riesenproblem. Dann gab es etwas, was jetzt nicht unbedingt ein Problem war oder was man in dem Bereich der, ja, nennen wir es einfach mal, der Liebe einordnen konnten. Das war MGM und Hyatt. Da hat man sich in etwas auseinandergelebt. Und ich hatte ja mal ein bisschen analysiert, warum das die Liebe verflossen ist oder erloschen ist. Und die war dahingehend erloschen, weil man natürlich Spieler hat. Das heißt also, das ist ein Programm, MGM ist ein Casino mit angeschlossenem Hotel und kein Hotel mit Casino. Also so wie bei Hyatt. Bei Hyatt ist das ein Hotel mit Essen daneben. Also der Hauptakt bei MGM ist nicht die Übernachtung, sondern das ist das Gambling und die Unterhaltung und der ganze Klabberadatsch. Nun gut, aber man ist jetzt zu Marriott gegangen und man möchte dort ab Oktober 2023 Vollgas geben. Und für mich als Titanium Lifetime ist das jetzt kein wirklicher Unterschied. Ich bin nur mal gespannt, ob man die Ambassador auf die Noir wirklich direkt hebt und die Titanium dann auf Platinum zumindest hebt. Das wäre mal ein cooler Move. Und dieser Übergang vom 30. September auf den 1. Oktober ist halt eine relativ lustige Sache. Ich bin in den USA, ich muss mal gucken, ob ich dann nach Las Vegas fahre, aber ich weiß es jetzt noch gar nicht. Man hatte natürlich bei Starwood in ganz, ganz frühen Zeiten auch eine gemeinschaftliche Verbindung zu den Freunden von Caesars, aber der neue Hospitality-Partner ist MGM. Und Marriott hat ja auch eine lange Partnerschaft mit dem Cosmopolitan gehabt und dieses Cosmopolitan ist ja auch gerade von MGM gekauft worden. Da bin ich mal gespannt, was da alles draus wird und wie das mit den ganzen Statusmatch und so weiter funktioniert. Ich bin mal gespannt, dass man dort eine ähnliche Geschichte machen möchte, wie man es bei Hyatt hatte. Also da können wir gespannt sein. Und es ist so, dass man bei MGM Resorts natürlich auch Nächte und Punkte ausgeben kann und vor allem auch bekommen kann. Da bin ich auch mal gespannt, wie das funktioniert. Heute gab es halt einen Call für die Medien und sie sagten, festhalten, es ist eine Hochzeit auf 20 Jahre. 20. Also wir sind jetzt 2023 bis 2043. Das ist krass. Also das heißt, man sollte sich, wenn man in Las Vegas viel unterwegs ist, Grüße an Mario, von Hilton verabschieden und vielleicht auf Marriott Bonvoy gehen. Das ist vielleicht eine interessante Sache. Was kann man dort als Conclusio ziehen? Nichts außer, dass wir jetzt händeringend warten, dass die Las Vegas Veranstaltung mit Fakten gefüllt wird. Und Las Vegas ist ja schon eine große Marriott-Bude, wenn man ehrlich ist. Da gibt es ja natürlich welche mit Convention und da ist der Geier was alles. Deshalb wird das dann noch mächtiger und da bin ich gespannt drauf. Also kommentiert, was ihr erwartet, ob ihr Vegas toll findet. Ich habe nie den Zugang zu Vegas gefunden, muss ich ehrlicherweise gestehen. Tut mir leid, excusez-moi. Ich bin da eventuell etwas der falsche Ansprechpartner. Ich habe den Hype um Vegas nie verstanden. Ich fand das immer so einen Tag auf dem Strip ganz okay, aber da mehrere Tage und Nächte zu verbringen, fand ich nicht so prickelnd, was ich gemacht habe. Wir sind rausgegangen, sind da wandern, spazieren gegangen, landschaftlich richtig geil, auch Fliegen geil, alles top, aber Gambling nicht so, weil du gehst abends auf dein Hotelzimmer, siehst da so einen Kollegen in seinem Schießer-Feinripp, also so wirklich Hemd, wie sich das gehört. Ich glaube, wie Ekel Alfred, glaube ich, das getragen hat, wenn ich das richtig erinnere. Und du kommst morgens zum Frühstück und der Kollege sitzt genauso da, wie du ihn abends gesehen hast. Das ist leicht ekelhaft. Und das dann über mehrere Tage. Weiß ich nicht, ob das so toll ist. War das im Westin?
Ich weiß nicht mehr, in welchem Hotel es war. Auf jeden Fall, weil Vegas ist nicht meins. Aber da könnt ihr unten mal kommentieren, ob Vegas für euch was ist und wie ihr Vegas findet. Da bin ich mal gespannt auf eure Kommentare. Übrigens Likes da lassen. Likes ist mein Lebenselixier. Ist gut für den Algorithmus. Immer im Algorithmus bleiben, wie das Lied so heißt. Deshalb weiter. Qatar Airways. Qatar Airways ersetzt die Q-Credits, die sowieso keiner verstanden hat, mit den Keys. Jetzt kann man natürlich sagen, haben die da noch was geändert, weil die haben ja auf Avios umgestellt. Das ist ja in der IHG-Gruppe die Währung. Und im Moment ist es nur so, dass man den Namen geändert hat. Und die Keys sind halt irgendwie etwas, was wie Upgrade-Voucher sind und auch irgendwie Verfügbarkeitsverbesserungen. Also insofern, im Moment habe ich da jetzt auf den ersten Blick nichts gesehen, wo man sagen könnte, das war eine Statusverschlechterung. Ist eher nur eine Namensänderung. Vielleicht kommt zu British Airways da auch noch was reingeflogen. Man weiß es nicht genau. Da bin ich mal wirklich gespannt, was denen noch mal so in den Kopf steigt oder ob die da in irgendeiner Art und Weise, ja, sagen wir mal, vorbereiten, dass es schlechter wird oder besser. Man weiß es ja nicht genau. Bin gespannt. So, jetzt geht es weiter zu British Airways. Da haben wir eine Verschlechterung und das muss man ganz ehrlich so sagen. Da gibt es nichts schön zu reden bei den Freunden von British Airways. British Airways hat die Punkte quasi entwertet. Und die Kollegen von Loyalty Lobby haben das auch mal ausgerechnet. Und zwar wird das Programm für Tickets, die ab dem 18. Oktober gekauft werden, umsatzbasierend sein. Heißt also, dass der Bonus, den man als Statuskunde bekommt für Silber oder Gold, um 50% reduziert worden ist. Ja, krass, oder? So ist es bei den Flügen gewesen. Bei den jetzigen Flügen ist es so, man bekam in den Lowest Booking Fares, das waren G, Oscar und Quebec, also Golf, Oscar und Quebec, 25% für der Meilen, Minimum 125, also 25% Bonus, Tierbonus. Bei den KLM/NS/NV, da sind es 50% Tierbonus und 250 Minimum Avios. Bei den flexiblen Y, B und H sind es 100% Bonus. Wenn ihr jetzt einfach mal hochguckt und sagt, hey, wie soll das denn sein? Dann ist es so, dass es für Goldmember nur noch 9 Avios pro Qualifying Pfund gibt. 8 bei den Freunden von Silber und so weiter und so fort. Das heißt also, dass es wesentlich weniger geworden ist. Und man hat das, die haben das bei Loyalty Lobby Gott sei Dank mal ausgerechnet für eine Strecke. Das war Amsterdam, London und dann weiter von London Heathrow nach Chile. Und da hat man das mit dem alten Programm, oder das, was jetzt halt aktuell ist, ist es so, hätte man bekommen 37.293 Meilen. Mit dem neuen dynamischen Programm, wenn man sagt, das ist ein Ticket für 1.800 Euro, bekommt man nur noch 13.914 Punkte. Das ist eine krasse Entwertung und das schreit natürlich danach. Was kann man sich merken, um sich dagegen Flugzeug. Was kann man da tun, um sich dagegen zu wehren? 2 Dinge kann man tun. Eins ist natürlich Tickets bis zum 18. Oktober kaufen. Und das andere ist, wenn man teure Tickets kauft, logischerweise hat man da dann nicht mehr so den Verfall. Aber man sieht jetzt halt bei British Airways, was einem die Statusgäste in Silber und in Gold wert sind. Und wir wundern uns, warum Lufthansa sein Programm nächstes Jahr ändert. Ja, so sind die Zeiten. Ihr wisst ja, burn while you earn und immer schön brav die Meilen und die Punkte und den Status mitnehmen. Jetzt haben wir euch nochmal einen Dealzone-Deal angeschaut und zwar haben wir den Dealzone-Deal, wo hatte ich ihn? Hier habe ich ihn für euch vorbereitet. Richtige Taste drücken, Share Screen. Ich bin wieder im Bild, es tut mir leid.
So, jetzt ist es richtig. Ich kann noch mal kurz gucken, ob wir es größer machen. Kann man das dann verschieben? Nee, leider nicht. So, und zwar, da seht ihr das dann. Brüssel, Kapstadt, New York und dann, Kapstadt, Kopenhagen. Wie komme ich auf Kapstadt? Schon ganz viel Alkohol getrunken heute Abend anscheinend. Oder ich muss Alkohol trinken, damit ich das verstehe. Also auf jeden Fall ist es Brüssel, Kopenhagen, JFK und zurück. 470 Meilen, 3856 Meilen. Hin und zurück sind das 8651 Meilen. Dann für das Ticket, was in der Buchungsklasse J ist, gibt es auch einige Restriktionen. Heißt also, das muss 90 Tage vorher vor Abflug gekauft werden. Kostenloser Stopover ist möglich. Und ansonsten ist es so, dass man einen Mindestaufenthalt hat von 6 Tagen oder von einer Nacht auf Samstag und Sonntag. Jetzt wollt ihr natürlich wissen, wie viele Meilen gibt es für den Flug von Brüssel über Kopenhagen nach JFK und zurück. Bei Air China sind es 17.358, 17.258 bei Air China und bei TAP, 14.036 bei Miles & More, Avianca 13.036. Wie bei Aegean, Turkish Airlines und bei Copa, Egypt Air 12.944, 11.536 Meilen bei Virgin Atlantic, bei Egypt Air, so war das, bei Virgin Atlantic 11.536, muss es anklicken, damit man es auch sieht. 11.114, dann gibt es sozialistische 10.788 bei Thai, bei United, bei Air Canada, Asiana, EFA und bei Singapur. Äthiopien und All Nippon sind irgendwo bei 8.600 bei kaputten. SAS soll nur 3.000 geben, Etihad 1.408. Und dann natürlich wieder etwas, was uns beruhigt. Das ist das Thema 0 Punkte bei Air New Zealand. Also daran seht ihr, dass alles in Ordnung ist. Jetzt würde ich euch nochmal die Frage des Tages einblenden, aber ihr wisst ja, es hat nicht so geklappt, aber ihr habt die Frage ja zumindest bei euch auf der Seite, ihr seht sie rechts im Chat. Ja genau, da ist es. Und die Frage des Tages ist, fliegt ihr weniger? Und habt ihr Beispiele, wo die Tickets teuer geworden sind? Da bin ich mal gespannt auf eure Kommentare. 23 Stück habt ihr schon gemacht. Und jetzt gucken wir mal um 22 Minuten und 16 Sekunden in der Sendung. So, dann haben wir hallo Sven, hallo Jörg, Johann, Kanalmitgliedschaft, hallo Stadtbär, hallo Frank. So, Frage des Tages, Frank. Letztes Jahr hatte ich noch im Dezember 2.500 einen Business-Class-Flug nach Mauritius bekommen. Mittlerweile kostet dieser Flug 4.000. Ja, daran siehst du das, wie viel das teurer geworden ist. Krasse Nummer. Hallo Dietmar, Grüße nach Regensburg. Kanalmitgliedschaft. Oder Roland, Kanalmitgliedschaft, aber auch dir ein Hallo. So, Dietmar hat ein Beispiel von, da sieht es oder so stark gestiegen bei LH Group gestern One-Way. Bangkok für 1.110 oder auch höher, aber noch vertretbar. Naja, nun gut. Das ist jetzt noch okay. Ronny, Kanalmitgliedschaft. Dann Stadtbär. Da ich sehr flexibel bin, entscheide ich anhand von lukrativen Angeboten, wo ich fliege. Versuche ich die exorbitant gestiegenen Preise einigermaßen flach zu halten. Ja, wobei ich glaube, die höchsten Preise sind auch dann, wenn Saison ist. Natürlich, wenn alle fliegen wollen. Das ist ganz klar. Und ich glaube, die haben in Deutschland wahrscheinlich auch nur die Preise ab Deutschland verglichen. In Stockholm und sowas sieht man ja ab und zu mal Angebote, die sind schon wesentlich besser. Hallo Frank, Grüße an dich alleine. Jörg. Man nimmt einen Umweg in Kauf, beziehungsweise eine andere Fluggesellschaft, die einen vertretbaren Preis hat. Ganz genau, so sieht das aus. Hallo Matthias. Dann Ronny, Flüge Mac Business Class US teurer als letztes Jahr, deine Echo sind fast gleich geblieben. Ja, aber gerade in Echo sind ja teurer geworden, sagt man beim Statistischen Bundesamt. 3 LH Business Class Ostküste angefragt, die Preise schwanken von 6,5. Oh ja, okay, alles klar. Hat sich dann wohl erledigt mit dem Termin, oder? Las Vegas und Zocken, reine Zeitverschwendung. Weiß ich nicht, also ich bin einmal an den Tisch gegangen und ich habe, glaube ich, aus $50 habe ich 300 irgendwas Dollar gemacht, aber ich habe das nur einmal gemacht und ich muss ehrlicherweise sagen, es war nur am Roulette-Tisch und ich glaube, ich habe nur auf Rot und Schwarz gesetzt, also es war nichts Aufregendes. Dann, Glücksrad, kann das Quadrat Anfang super aussehen. Auch für dich Kanalmitgliedschaft.
So, Thorsten, guten Abend, endlich mal wieder live dabei. Ja, lang nicht mehr gesehen, also live so, ne? Übrigens, es gibt noch günstige Flüge, 3. 4. November von Bremen. Der Stammtisch ist klar gemacht. Ich habe auch selber mein Hotelzimmer gebucht. Also insofern, der Stammtisch findet statt. Das ist keine Frage. Aber ihr müsst natürlich da auch hinkommen. Ich muss nur noch die Anmeldeseite fertig machen. Aber ansonsten wird alles in Ordnung. So, Wahnsinn, der Preisanstieg ist noch lange nicht das Ende. Ja, Freddy, wenn du mehr Gehalt willst, müssten wir mehr zahlen. Ist doch so, weißt du doch. Aber für dich zahle ich gerne mehr. Kapstadt, da hat einer an mich gedacht. Naja, ich weiß nicht, ich hatte da irgendwie Wahrnehmungsstörung. Frankfurt, Washington, One-Way LH, Ecolite, 1500 Euro. Ja, das ist so, da kannst du nichts machen. Meine Flüge für Mai sind gebucht, keiner mehr als ab Spanien. Ja. Letztes Jahr war das teuerste C-Klass-Ticket der LH, kranke 17.000, wie wichtig muss ein Termin, dass man... Ja, war das nicht sogar für einen Apple-Mitarbeiter oder sowas? Carsten Spohr hatte da doch irgendwas gesagt, wobei waren es nicht sogar 23.000 in der First Class? Also irgendwas war da merkwürdig, wo er dann auf irgendeinen Termin das ich hätte es fast gesagt, abgeleicht hat und sich gefeiert hat dafür, dass er solche Preise nehmen kann. Also, haben wir abgearbeitet. Dann haben wir noch eine Ankündigung. Ja, ich mach dir ein T-Shirt. Habe ich kein Problem mit. Und dann machen wir hier aus dem Lufthansa, machen wir Lars, Give Me Your Love. Also, Freddy, da bin ich tiefenentspannt. Das mache ich dir fertig. So, dann haben wir noch in eigener Sache was. Ich hatte heute 3 Calls in Bezug auf Kreditkarten und alle 3 haben mich nach dieser neuen MyFlex Schlag mich tot Karte gefragt. Und ich mache eine Sondersendung am Samstag, glaube ich, um 18 Uhr deutscher Zeit müsste das sein. Und da werden wir mal das Thema Kreditkarten besprechen und da könnt ihr eure Fragen stellen. Ich werde was zur MyFlex Kreditkarte sagen und ich werde euch sagen, ob ich die Karte nehmen würde oder nicht. Also, danke, dass ihr heute dabei wart. Viel Spaß und denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, zu kommentieren, Kanalmitgliedschaft, T-Shirt bestellen. Ihr wisst ja, wie den Kanal unterstützt. Also, danke und bis morgen wieder in Alter und in Frische.